Der Black Friday steht vor der Tür. Und was gibt es Schlimmeres, als für ein Gerät, das man unbedingt haben möchte, viel zu viel Geld zu bezahlen? Aber nicht nur das, mittlerweile gibt es auf dem Markt so viele Geräte. Welche Geräte lohnen sich? Welche Geräte sind Rohrkrepierer? Dem werden wir in dieser Folge Abhilfe schaffen. Wir werden in unterschiedlichen Kategorien uns Geräte anschauen und ich werde euch hier Empfehlungen aussprechen. Und das Tolle ist, zu manchen Geräten habe ich sogar Videos produziert und diese werde ich dann für euch auch einblenden, damit ihr dann zu den jeweiligen Geräten noch mehr Informationen bekommen könnt. Außerdem werde ich alle Geräte, die ich hier bespreche, unten in der Beschreibungsbox verlinken. Da müsst ihr euch hier keine Notizen machen, könnt euch ganz locker entspannen und hier dieses Video genießen. Und ich würde sagen, bevor uns die Schnäppchen hier wieder weggenommen werden, springen wir direkt ins Video. Wenn ihr solche Folgen, solche Videos zukünftig nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Film ab! Stellt euch ein Smart Home vor. Aber nicht direkt mitten in der Wohnung, sondern wir müssen erstmal in dieses Smart Home reinkommen. Also sind wir erstmal draußen, vor dem Gebäude. Egal, ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einfamilienhaus. Was seht ihr als allererstes, wenn ihr euch auf dem Weg zu dem Gebäude bewegt? Ich lasse euch 1-2 Sekunden. Richtig, ihr seht Balkonkraftwerke oder eine PV-Anlage. In diesem Video werden wir jetzt nicht auf PV-Anlagen eingehen, aber wir schauen uns hier Balkonkraftwerke an und ich gebe euch hier ein paar Tipps, wo ihr sparen könnt und welche Geräte sich lohnen. Allgemein, wenn wir über Balkonkraftwerke mit oder ohne Speicher reden, braucht man meistens ein Shelly Pro 3M. Und was bringt uns hier der Shelly Pro 3M? Ganz einfach, er unterstützt uns bei der Nulleinspeisung. Viele Hersteller haben eine Kompatibilität mit dem Shelly Pro 3M und hier könnt ihr euch das derzeit für 95,99 € anschaffen. Toll ist, wenn ihr euer Balkonkraftwerk mal wechseln solltet, die meisten Hersteller unterstützen hier den Shelly Pro 3M und ihr könnt es einfach weiterhin benutzen. Wenn wir über Balkonkraftwerke reden, fangen wir hier erstmal ohne Speicher an. Und dort empfehle ich euch auf jeden Fall den EcoFlow PowerStream. Denn im Gegensatz zu anderen Mikrowechselrichtern kann der PowerStream hier sich mit Tibber verbinden und hat natürlich eine Schnittstelle zum Shelly. Darüber hinaus solltet ihr euch mal entschließen, einen Speicher euch anzuschaffen, könnt ihr die von EcoFlow nehmen, denn diese sind multifunktional. Je nachdem, wo ihr den EcoFlow PowerStream aufstellt, kann es sein, dass ihr hier den Smart Lüfter braucht, deshalb packt ihn dann auch in eure Einkaufsliste. Bei mir war er in der Garage dauerhaft im Schatten und dauerhaft kühl gelagert, deshalb hatte ich diese Probleme nicht. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Kommen wir nun zu den Balkonkraftwerken mit Speichern. Mein absoluter Tipp ist hier der Hyper 2000 von Sendur. Er kann auch 4 PV-Module befeuern. Darüber hinaus kann er bidirektional aufgeladen werden, zum Beispiel von eurer großen PV-Anlage oder von einem dynamischen Stromtarif. Derzeit mit Rabocharge und Nordpool, aber demnächst kommt auch Tibber dazu. Das heißt, ihr könnt auch im Winter den Hyper 2000 nutzen, wo man eigentlich bei Anker Solix das einpacken würde und erst wieder im Frühling rausholen würde, weil einfach keine Sonne mehr da ist. Ich zum Beispiel nutze meine große PV-Anlage, um hier den Hyper 2000 aufzuladen und dann abends wieder zu entladen. Oder mit einem dynamischen Stromtarif könnt ihr das ganzjährig nutzen, auch ohne irgendein PV-Modul dort angeschlossen zu haben. Leute, wie genial ist das denn? Jetzt laufen wir weiter zum Gebäude, zum Smart Home. Und was ist das nächste, was wir jetzt bemerken? Achtung, richtig, Kameras. Und gerade bei Kameras gibt es einen Hersteller, der total hervorsticht, nicht nur durch großartige Rabatte, aber auch durch eine schöne Integration ins Home Assistant. Und über welchen Hersteller rede ich? Richtig, Reolink. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar Kameras an. Beginnen möchte ich hier mit den batteriebetriebenen Kameras und hier die Reolink Altas. Das ist hier das neue Flaggschiff-Modell im Bereich batteriebetriebener Kameras und das kann Daueraufzeichnungen realisieren, obwohl es batteriebetrieben ist. Darüber hinaus hat es die neue Technologie Color X, das bedeutet, ihr seht auch nicht nur schwarz-weiß, wenn es dunkel ist, sondern auch Farben. Dieses Flaggschiff-Modell gibt es derzeit mit einem Rabatt von 45 €. Allerdings ist hier die Software noch nicht final ausgereift, das ist normal heutzutage leider, wenn Produkte neu auf den Markt geworfen werden. Deshalb auch hier eher die durchwachsene Resonanz von 3,8 Sternen auf Amazon. Wenn euch die Altas hier zu groß ist und ihr nach einer einfachen Kamera sucht, dann kann ich hier euch die Argus 3 empfehlen. Diese kostet 139,99 € und dafür gibt es einen 30 € Coupon. Und bleiben wir hier bei batteriebetriebenen Kameras. Wenn ihr einen breiteren Erfassungsbereich braucht,
dann könnt ihr hier die Argus 4 Pro nehmen und für diese Kamera gibt es derzeit einen 50-Euro-Coupon. Aber batteriebetriebene Kameras ist jetzt nicht jedermanns Sache. Deshalb schauen wir uns jetzt auch netzbetriebene Kameras an. Und ich kann hier die 843 WA empfehlen, die habe ich bei mir im Einsatz und bin damit absolut zufrieden. Toll ist an dieser Kamera, dass es hier so ein Glas gibt, welche die Linse schützt und außerdem, wenn mal irgendwelche bösen Menschen mal dagegen schlagen sollten, dann geht die Kamera nicht sofort hops. Für diese Kamera gibt es derzeit einen 30-Euro-Coupon. Wenn aber Netzbetrieb zwar eure Sache ist, aber nicht WLAN, dann schauen wir uns jetzt PoE-Alternativen an. Und dort haben wir den Klassiker, die 811A, derzeit mit einem 27-Euro-Coupon, eine solide 4K-Kamera, welche die gewohnten Reolink-Software-Funktionen mitbringt. Und wenn ihr im Bereich PoE einen breiteren Übertragungswinkel sucht, dann kann ich euch hier diese Kamera empfehlen, derzeit mit einem heftigen Coupon von 60 Euro. Vor Reolink hat hier aber auch noch einen anderen Hersteller hier im Einsatz und das ist Eufy. Und dort könnt ihr hier dieses Bundle mit 2 batteriebetriebenen Geräten und die Base für 420 Euro bekommen. Das Tolle an Eufy ist, auch das kann mit Home Assistant benutzt werden, ist in der Community auch sehr beliebt und ich habe mich auch hier mit dem einen oder anderen YouTube-Kollegen ausgetauscht und der hat auch gemeint, hey, Eufy ist hier eine absolute Empfehlung. Das Tolle ist, wenn ihr schon beim Ökosystem von Eufy seid, könnt ihr auch noch andere Sachen benutzen und was das ist, das seht ihr jetzt. Jetzt stehen wir nun endlich vor dem Gebäude und was erwartet uns als nächstes? Richtig, eine Türklingel und mittlerweile natürlich in der smarten Version. Und da wir es eben von Eufy hatten, wenn ihr schon im Ökosystem seid und die Base schon habt, dann könnt ihr hier natürlich auch die Klingel von Eufy nutzen. Im Gegensatz zu den 2 anderen Klingeln, die ich euch gleich zeige, braucht diese keine Kabel, nichts, sondern ist batteriebetrieben. Auspacken, mit einem Klebestreifen oder mit 2 Schrauben anbringen und dann könnt ihr direkt loslegen. Darüber hinaus bringt hier diese Türklingel etwas Besonderes, sie hat nämlich 2 Kameras. Eine für den oberen Bereich und eine für den unteren Bereich. Ich persönlich nutze aber eine andere Türklingel und zu der kommen wir jetzt. Was bei uns zu Hause derzeit verbaut ist hier in der Variante PoE die Türklingel von Reolink. Das Tolle ist, der Gong wird hier direkt mitgeliefert für die Steckdose und dort könnt ihr unterschiedliche Töne hier euch abspielen lassen. Ein Video dazu habe ich für euch bereits schon aufgenommen, einfach oben rechts bzw. unten in der Beschreibungsbox der Link und dann habt ihr mehr Details und könnt euch hier mit der Klingel noch besser vertraut machen. Für diese Klingel gibt es derzeit einen Coupon von 21 Euro. Wenn aber PoE nicht so euer Ding ist, habe ich hier eine andere Alternative für euch. Und zwar die Reolink Videotürklingel, auch wieder mit dem Gong, aber hier kabelgebunden. Das bedeutet, ihr müsst jetzt kein Netzwerkkabel hinziehen, sondern könnt einfach hier WLAN nutzen. Es bringt die gleichen Softwarefunktionen mit, wie die Reolink mit PoE und ist hier in Home Assistant wunderbar integrierbar. Jetzt haben wir geklingelt und was passiert nun in einem Smart Home? Richtig, die Tür geht auf, aber wie sich's für ein Smart Home gehört, ist dort natürlich ein smarter Türschloss. Und das ist nun unsere nächste Kategorie. Hier trennt sich tatsächlich die Spreu von der Weizen, denn unterschiedliche Türschlösser bringen hier unterschiedliche Innovationen mit sich. Deshalb wird es jetzt besonders spannend. Beginnen wir hier mit dem Aqara Smart Lock U200. Das Besondere an dieser Kamera ist nicht nur der hohe Preis, ganz genau, von 269 Euro. Das Tolle ist, dieses Gerät unterstützt Apple HomeKey. Und was bedeutet das für euch? Wenn ihr im Apple-Ökosystem seid, dann könnt ihr mit eurer Apple Watch oder mit einem iPhone einfach dranhalten und dann öffnet hier das Schloss automatisch und ihr müsst dort keinen Code eintippen oder in die App reingehen oder sonst was. Ist halt ziemlich cool. Aber man muss halt auch bereit sein, den Preis hier zu bezahlen. Eine günstigere Alternative ist hier das Switchbot Smart Lock Pro. Nicht nur ist es über die Integration Switchbot Bluetooth mit Home Assistant kompatibel, auch ist es in meinen Augen der stärkste und leiseste Motor. Und zu dem günstigen Preis gibt es auch noch einen Rabatt von 20 Euro. Also, was will man mehr? Auch für das Switchbot Lock Pro habe ich euch ein Video gemacht, oben rechts. Das Tolle ist, in diesem Video gibt es auch einen Kurzvergleich mit dem Türschloss, was gleich kommt und außerdem viele weitere Informationen wie zum Hub oder auch zum Keypad. Also anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr aber auf der Suche seid nach einem europäischen Hersteller für ein Smart Lock, dann könnt ihr mehr oder weniger nur Nuki nutzen.
Und zwar nutzen wir hier Nuki Smart Lock Pro in der 4. Generation. Ich habe übrigens auch Generation 3 und Generation 2, also ich bin da relativ stark investiert. Aber nichtsdestotrotz, die Bewertungen sprechen hier für sich. Wir haben es hier mit der Pro-Variante zu tun, mit eingebautem WLAN, dann braucht ihr nicht die Bridge und auch ein Akku-Pack ist mit dabei. Und das alles fließt dann natürlich mit in den Preis rein. Wenn ihr euch noch näher mit diesem Gerät beschäftigen möchtet, oben rechts das Video. Dort habe ich auch das Keypad dazu mir angeschaut und hier das Zusammenspiel zwischen dem Schloss und dem Keypad auch näher betrachtet. Nutzen wir die Zeit doch sinnvoll, während das System lädt. Lasst doch ein Abo da, ein Like und um solche Videos zukünftig nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, sobald ein neues Video zur Verfügung steht. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt sind wir in das Gebäude in unser Smart Home eingetreten. Und was ist das allererste, was den meisten auffällt? Richtig, ist hier die Wohnung sauber, müffelt es in der Wohnung oder sieht es blitzeblank aus und riecht richtig toll, sodass man sich pudelwohl fühlen kann. Und wer hilft uns hier beim Sauberhalten und Reinigen der Wohnung, speziell bei den Böden? Korrekt, Saugroboter. Und das ist die nächste Kategorie. Ich habe erst ganz frisch das Video zum Robot Kurivo Curve veröffentlicht. Oben rechts das Video. Das Tolle ist, den Preis, den ihr hier seht, von 1.099 €, gibt es bis 2. Dezember. Und was macht diesen Roboter so besonders? Naja, es ist das Flagship-Modell von Roborock und das bedeutet, es bringt eine Fülle von Innovationen mit sich. Nicht nur müsst ihr die Station nie reinigen, darüber hinaus bringt es eine Saugleistung von 18,5 Kilopascal. Die Mitbewerber sind derzeit erst bei 12 Kilopascal. Außerdem kann man den Wischpad ausfahren und die Seitenbürste und es kann bis zu 3-4 cm Schwellen überwinden. Wenn ihr aber so wie ich eher nicht so viel Geld für einen Saugroboter ausgeben möchtet, dann habe ich hier eine sehr tolle Alternative für euch. Und zwar der Dreamy L10S Ultra der Generation 2. Er bringt für ein Modell, das derzeit nur 549 € kostet, das ist übrigens ein rabattierter Preis, normalerweise kostet er 699 € und diesen Rabatt bekommt ihr auch bis 2. Dezember, eine Saugleistung von 10 Kilopascal. In dieser Preisklasse bekommt ihr eher 6 bis 7 Kilopascal und das bedeutet, zu diesem Preis ist das eine unschlagbare Leistung. Auch zu diesem Roboter habe ich ein detailliertes Video gemacht, oben rechts, schaut euch das an, das erfreut sich derzeit einer sehr großen Beliebtheit. Nun sind wir in das Smart Home eingetreten und neben dem, dass es so sauber ist, was fällt gerade in der dunklen Jahreszeit, wie es jetzt ist, uns direkt auf? Genau, eine tolle und angenehme Beleuchtung. Also, los geht's mit den Lichtern. Persönlich würde ich euch gerne die Leuchten und Streifen und Leuchtmittel hier von Philips Hue empfehlen. Aber wie ihr es derzeit hier an den Preisen sehen könnt, ist das im Jahre 2024 leider ohne seine Niere zu verkaufen schwer realisierbar. Philips Hue hat leider in letzter Zeit die Preise sehr stark angezogen. Kommen wir nun deshalb zu Govee. Govee bietet eine sehr breite Palette an smarten Leuchtgeräten. Hier haben wir zum Beispiel den Klassiker, einen Leuchtstreifen für 35,99 € und es gibt einen 15% Coupon. Aber diese Art von LED-Streifen ist jetzt nicht meins. Ich setze hier mittlerweile auf eine andere Technologie. Und zwar hier auf COB-Streifen. Diese sind preislich etwas höher angeordnet. Es gibt aber dennoch einen 15% Coupon. Aber ich mag an COB-Streifen, dass man hier diese einzelnen LED-Punkte nicht erkennt. Und so wie es hier im Bild aussieht, so ist es tatsächlich auch in der Realität. Und bei mir im Büro ist tatsächlich auch ein Govee-Leuchtmittel verbaut. Und zwar hier das Neon-LED. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Einfach oben rechts, könnt ihr euch anschauen und dann bekommt ihr auch mehr Hintergrundinformationen und wie ich hier diesen Notenschlüssel in meinem Büro quasi montiert habe. Und wenn ihr euch auch hier für das Govee Neon LED interessiert, das Ganze gibt es als 3 Meter, 5 Meter oder 10 Meter zu unterschiedlichen Preisen. Derzeit bei 3 Meter mit einem 16-€ und bei 5 Meter gibt es einen 40-€ und bei 10 Meter gibt es ein 50-€ Aber ich habe euch ja eingangs gesagt, Govee hat eine sehr breite Produktpalette und es ist ja demnächst Weihnachten, das Govee Christmas Light. Das ist quasi die neue, moderne Version, wie man seinen Weihnachtsbaum schmücken kann. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, oben rechts. Dann könnt ihr sehen, wie man das zum Beispiel in Betrieb nehmen kann und welche Funktion das bietet. Das kostet derzeit 99,99 € und es gibt einen 25% Coupon, womit wir dann so ungefähr bei 75 € landen. Und wenn bis jetzt die ganzen Leuchten nicht so euer Ding waren,
Diese kann auch unterschiedliche Farbsegmente hier darstellen und gibt in meinen Augen ein tolles Ambiente wieder. Das kostet 89,99 und es gibt einen 15% Coupon. Jetzt bewegen wir uns weiter in unserem Smart Home und natürlich durch Automatisierung ist hier das ein oder andere Licht bereits schon eingeschaltet. Aber nichtsdestotrotz möchten wir vielleicht gerade in der Küche jetzt anfangen, was zu kochen. Also möchten wir hier auf den Schalter drücken oder vorzugsweise auf den Taster. Und ganz genau, dieser Schalter oder Taster wird hier von einem Aktor betrieben. Ich persönlich vertraue hier den Aktoren der Firma Shelly, denn diese gibt es schon seit vielen Jahren auf dem Markt und die sind, man kann sagen, erprobt und mittlerweile schon auch in der 3. Generation erhältlich. Und apropos erprobt und erhältlich, auf Plus- und Gen 3 Geräte hat Shelly die Garantie von 2 auf 3 Jahren erhöht und auf Pro-Geräte bekommt ihr sogar 5 Jahren Garantie. Aber ganz wichtig, gerade bei Shellys lohnt sich der Preisvergleich. Und ein YouTube-Kollege hat seinen eigenen Shop eröffnet und er haut gerade unglaubliche Preise für die Shelly-Geräte raus. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an. Denn der Shop Shelly Parts haut ja derzeit echt heftige Aktionen raus. Zu den Mini-Geräten findet ihr auch ein Video auf meinem Kanal und gerade das Wall-Display erfreut sich derzeit ganz großer Beliebtheit, aber dazu kommen wir noch später. Ihr seht, die Preise sind hier wirklich der absolute Wahnsinn, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, hier mal einen Abstecher zu machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Wenn wir uns jetzt einzelne Shellys ganz kurz im Detail anschauen und was man damit machen könnte, haben wir hier zum Beispiel den Shelly 1 Gen 3 und damit könnt ihr zum Beispiel euer Garagentor smart machen. Ich habe dazu oben rechts ein Video gemacht, zwar mit der Plus-Generation, aber die Idee dahinter ist die gleiche. Der Unterschied zum blauen Shelly zu diesem Shelly ist, dass dieser hier, wenn er verbaut ist, auch noch den Strom messen kann, den er hier durchleitet. Das heißt, wenn euch das lieb ist, dann greift hier zum Shelly 1 PM Gen 3. Und wenn ihr eure Rollladen schalten möchtet oder neuerdings auch Jalousien, dann greift hier zum Shelly Plus 2 PM Gen 3. Das Video dazu oben rechts und dann habt ihr auch alle nötigen Hintergrundinformationen und könnt euch dann direkt ans Werk machen. Aber für Aktoren braucht man ja einen Elektriker, eine Fachkraft und die sind derzeit schwierig zu bekommen. Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, trotzdem Sachen zu schalten, ohne dass ein Elektriker kommen muss? Zum Beispiel eine smarte Steckdose? Doch, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar empfehle ich euch hier das Shelly Plug S Meta Gen 3. Wie der Name es schon sagt, Meta Ready und zertifiziert und somit seid ihr auch für die Zukunft gewappnet. Das Tolle an diesem Gerät ist, er schaltet nicht nur Geräte ein und aus, er misst auch den Strom, der hier durchgeleitet wird. Aber WLAN ist ja nicht jedermanns Sache. Deshalb schauen wir uns jetzt auch Zigbee-Alternativen an. Da empfehle ich euch die Aqara Zigbee-Steckdose. Das Ganze erfordert unter anderem den Aqara Hub oder wenn ihr den nicht habt und Home Assistant nutzt, könnt ihr auch einen Zigbee-Stick nehmen. Beispielhaft, wie das Ganze funktioniert. Oben rechts ein Video dazu, zu einem Stick, womit ihr dann zum Beispiel Zigbee-Geräte hier in Home Assistant einbinden könnt. Und auch diese Steckdose bringt eine Strommessung mit sich, kostet derzeit 23,99 und es gibt einen 15% Coupon dafür. Und das war jetzt nur ein Hersteller, der hier eine Zigbee-Steckdose anbietet. Wie ihr sehen könnt, auf Amazon gibt es eine Fülle an weiteren Herstellern. Aqara ist halt ein wenig kampferprobt, kann auf jeden Fall empfohlen werden. Auch wenn ich jetzt persönlich keine habe, weiß ich aus der Community, dass die sehr beliebt sind. Wir haben jetzt in der kalten Jahreszeit gemerkt, dass die Luft in der Wohnung etwas trocken ist, also möchten wir das Fenster aufmachen. Und genau als wir zum Fenster greifen, merken wir, dass dort ein kleines Gerät hier angebracht wurde, tatsächlich ein zweiteiliges Gerät, korrekt, ein Tür-Fenster-Kontakt. Und wenn ihr schon im Shelly-Universum investiert seid, dann könnt ihr hier zum Shelly Blue Door Window greifen. Ich selber habe die auch, habe damit schon meinen Briefkasten automatisiert, Fenster automatisiert, hier bei der Tür das angebracht. Also ich habe dort einige. Dadurch, dass ich viele Plus- und Gen 3 Geräte habe, habe ich hier eine wunderbare Bluetooth-Abdeckung. Wenn ihr aber nach einem anderen Funkstandard sucht, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Auch hier empfehle ich Aqara mit einem Tür-Fenster-Kontakt auf Zigbee-Funkbasis und damit werdet ihr sehr viel Spaß haben. Unschlagbar ist auch hier der Preis von 16,99 €. Wenn ihr aber etwas Richtung Zukunft blicken wollt, könnt ihr auch hier den Tür-Fenster-Sensor P2 nehmen. Der bringt dann Meta mit sich, kostet aber dementsprechend auch derzeit 32,99 €. Während wir uns nun weiter durch unser Smart Home bewegen, merken wir, als wir in den Flur reinlaufen, dass plötzlich Licht angeht. Und was bringt hier
das Licht zum Leuchten? Korrekt. Ein Bewegungsmelder gibt hier den Impuls, dass das Leuchtmittel eingeschaltet werden soll. Und in meiner Auswahl für Bewegungs- bzw. Präsenzmelder habe ich den WLAN-Funkstandard ausgelassen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese sehr energieintensiv sind. Kommen wir deshalb nun zum Aqara Bewegungsmelder P1, ein absoluter Community-Liebling. Ihr braucht dazu entweder den Aqara Hub oder natürlich einen Zigbee-Stick und es hat eine wahnsinnige Batterielaufzeit von bis zu 5 Jahren. Und anhand der Bewertung könnt ihr sehen, dass hier Aqara tatsächlich mehr oder weniger seine Versprechen einhalten kann und dieses Gerät gibt es derzeit für 24,99 € zu erwerben. Wenn ihr aber nicht Zigbee nutzen möchtet, sondern für die Zukunft gewappnet sein möchtet mit Meta, dann könnt ihr hier den P2 nehmen, auch von Aqara, derzeit für 33,99 € zu erwerben. Indoor-Bewegungsmelder sind zwar ziemlich cool, aber gibt es sowas nicht auch für Outdoor, hier für meine Pflanzenbeleuchtung oder so? Doch, dazu gibt es auch ein Modell. Ohne eure Niere zu verkaufen, den Bewegungsmelder Outdoor von Philips Hue. Der reagiert sehr schnell, ist hier auf Zigbee-Basis, kann hier mit ZHA oder Zigbee to MQTT mit Home Assistant verbunden werden. Derzeit zu einem Preis von 45,95 €. Und so langsam neigt sich unsere Tour durch unser imaginäres Smart Home dem Ende zu. Hier und dort wurde ein Schalter oder Taster mit einem Panel oder Wall Display ausgetauscht. Und das ist hier unsere letzte Kategorie. Meine Empfehlung geht hier ganz klar zum Shelly Wall Display. Denn seit neuestem könnt ihr darauf nativ Home Assistant euch anzeigen lassen, ohne es zu flashen oder sonst irgendwas machen zu müssen. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das Ganze könnt ihr oben rechts euch anschauen, dann könnt ihr weitere Impressionen erhalten. Und gerade im Video habe ich darauf geachtet, dass ich unterschiedliche Karten nehme, damit ihr hier ein Gefühl bekommt, wie die Karten von Home Assistant auf dem Shelly Wall Display wirken. Sollte Full Touch für euch ein bisschen zu viel sein und auch der Preis von 105 €, dann gibt es auch hier eine weitere Alternative für euch. Und zwar von Sonoff das NS-Panel. Es ist in der Community sehr beliebt. Ihr bekommt hier zwar ein etwas kleineres Display, aber dafür 2 Schaltflächen und zu einem Preis von 61,99 € und dann könnt ihr davon noch einen 10 € Coupon abziehen. Wenn ihr aber darauf Home Assistant laufen lassen möchtet, dann müsst ihr das Ganze flashen und das ist dann natürlich eher etwas für fortgeschrittene User. Und last but not least gibt es auch eine Full-Touch-Alternative von Sonoff, das möchte ich euch hier nicht vorenthalten, und zwar das NS Panel Pro. Und das kostet mehr oder weniger genauso viel wie das Wall-Display von Shelly und deshalb würde ich persönlich immer das Wall-Display von Shelly bevorzugen, einfach aufgrund der einfacheren Integration von Home Assistant auf dem Panel. Und so sind wir nun am Ende unserer imaginären Smart Home Tour angekommen. Und mich persönlich würde wirklich interessieren, und ich hoffe, ihr nehmt euch vielleicht noch die ein oder andere Sekunde, um mir einen Kommentar zu hinterlassen, damit ich weiß, wie das bei euch angekommen ist. Denn nur so kann ich hier meine Qualität verbessern und das in die Videos einfließen lassen. Haben euch die Tipps gereicht? Waren die Spartipps gut? Wünscht ihr euch eher etwas anderes? Packt es unten in die Kommentare. Achtung, auf diesem Kanal wurde bisher jeder Kommentar beantwortet. Wenn das nicht eine Motivation ist, einen Kommentar dazulassen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wenn euch dieses Video geholfen hat, hier die Spartipps für den Black Friday besser zu verstehen und auch Empfehlungen für Smart Home zu bekommen, über ein Like freue ich mich riesig. Dankeschön. Und wie jemand anderes unbedingt dieses Video sehen sollte, damit ihr auch die tollen Geräte nicht verpasst und auch das ein oder andere Gerät vielleicht kennenlernt, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Und somit wären wir durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Habt eine gute Zeit, bleibt mir gesund, macht's gut. Ciao.